Hallo, heute sind wir im Grünen Zoo Wuppertal. Hallo Schnecke! Hallo meine Maus! Hi Mausi! Ja, das ist unsere kleine Tuahati. Das erste weibliche Jungtier von der Yala, das wir hier so haben. Und ja, das hat sich auch direkt gezeigt, dass das erste Mal ist. Weil sie bei ihr ein bisschen anders war. Beim Kedua und beim Palu war es so, dass wir relativ früh eigentlich schon an das Jungtier ran durften. Wir durften auch relativ früh schon in den Stall mit rein und das war bei der kleinen Maus hier ganz anders. Also die hat wirklich die ersten 2 Wochen keinen rangelassen. Die hat das Jungtier super beschützt, was sie auch so an sich eigentlich macht, aber bei ihr war sie wirklich noch viel, viel vorsichtiger als bei den Jungs. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wir auch schon an die Kleine ran dürfen. Die ist aber auch noch ein bisschen scheuer als die Jungs. Also da müssen wir langsam uns rantasten. Wir dürfen die zwischendurch mal streicheln. Aber so richtig viel lässt sie sich noch nicht betüdeln. Und uns ist das eigentlich immer ganz wichtig, dass wir relativ gut an die Tiere rankommen, weil das halt einfach den ganzen Umgang mit den Tieren so viel einfacher macht, wenn die mal irgendwie Medikamente brauchen, wenn die Wunden haben und wir müssen die Wunden behandeln, können wir direkt an die Tiere ran. Den Nabel muss man sich ja bei den Jungtieren auch angucken, dass der gut verheilt. Das konnten wir jetzt zum Glück mittlerweile auch alles machen, also mittlerweile ist sie zutraulicher, aber am Anfang war das ein bisschen schwierig, da durften wir noch nicht so richtig. Ja, du kleine Maus. Ja, und was bei ihr auch der Fall war, dass wir auf dem Ultraschall dachten, wir hätten 2 Herzen gesehen. Wir haben nämlich von beiden Seiten einen Ultraschall bei ihr gemacht, also bei der Yala. Und von beiden Seiten war ein Herz zu sehen. Ja, dadurch sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass es Zwillinge werden, was bei Hirschebern sehr selten ist, aber dennoch ab und zu vertreten. Die kriegen nämlich im Normalfall eigentlich 1 bis 2 Jungtiere, häufiger 1, selten 2. Dachten wir hätten jetzt mal Zwillinge, aber es war dann doch nur 1. Aber es ist gesund und das ist das Wichtigste. Ja, und das hat ihr den Namen Tuahati gegeben. Das ist nämlich indonesisch und bedeutet 2 Herzen. Ja, und so war der Name dann, der stand dann auch schon direkt fest. Ja, man sieht auch ganz schön hier, die kleine Maus ist jetzt ja, knapp über 1 Monat alt und frisst schon super mit. Die versuchen von Anfang an direkt alles schon mit in den Mund zu nehmen, drauf rumzukauen und die Nüsse, die kann sie jetzt auch schon ganz gut essen. Die ist da voll dabei. Wir waren diesmal auch am Überlegen, ob wir schauen, dass sie das Jungtier in der Rotte bekommt. Bei anderen Schweinen ist das ja so, oder bei anderen Schweinearten, dass das Weibchen sich kurz vor der Geburt ein bisschen von der Rotte entfernt, dann ein Nest baut und da dann das Jungtier bekommt oder die Jungtiere. Und bei Hirschebern ist es ja eigentlich so, dass sie in freier Wildbahn eher einzelgängerisch, paarweise oder halt als Mutter-Kind-Verband vorkommen. Und dadurch, dass wir jetzt hier aber eine relativ große Anlage mit 2 unterschiedlichen Stallungen hatten, haben wir gedacht, wir lassen die einfach mal zusammen, gucken, wie sie sich verhält und vielleicht beansprucht sie auch einen Stall für sich und das Ganze klappt, dass sie das Jungtier dann bekommen kann. Es war aber so, dass sie die anderen so ungefähr 1,5 bis 2 Wochen vor der Geburt überhaupt nicht mehr akzeptiert hat. Die ist ganz, ganz böse auf die anderen Schweine losgegangen, sodass wir dann gesagt haben, wir trennen sie jetzt ab. Die hat dann ihre Ruhe hier, hat dann ihr Nestchen gebaut und hat dann hier ganz in Ruhe die kleine Maus bekommen.
freuen uns aus dem Grund auch sehr, dass wir diese Nachzuchten haben, weil die Tiere super bedroht sind. Der Lebensraum wird immer kleiner. Die kommen ja leider nur auf einer ganz, ganz kleinen Insel in Südostasien vor, auf Sulawesi. Und dort wird der Lebensraum leider zerstört. Die Tiere werden auch gewildert. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass Zoos daran teilnehmen, die Tiere zu züchten. Deswegen freuen wir uns auch super, dass wir jetzt unser 3. Jungtier in Folge haben und dass die kleine Dua Hati als Botschafter ihrer Art hier im Zoo Wuppertal gezeigt wird. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr kein neues mehr verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.